Führt China einen Handelskrieg mit der Europäischen Union? China hat seine Exporte in die EU in den letzten Monaten massiv erhöht. Und im Zentrum stehen günstige Elektroautos. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. Die chinesische Wirtschaftskrise überschwemmt die Weltmärkte mehr als je zuvor mit günstigen Elektroautos und Solaranlagen. Aber wie kommt es, dass China ausgerechnet jetzt eine Exportflut auf die EU loslässt? Und was hat der chinesische Immobilienkonzern Evergrande mit diesem Problem zu tun? Das klären wir jetzt in diesem Video. China dominiert mit seinem enormen Wirtschaftswachstum bereits seit den 2000ern die Weltmärkte. Im Jahr 2007 ist Chinas Wirtschaft um unglaubliche 14,2% gewachsen. Aber wie schafft die chinesische Wirtschaft das? Die chinesische Planwirtschaft aus den 1970er Jahren ist lange vergessen. Denn China hat sich voll und ganz der Marktwirtschaft gewidmet. Doch die chinesische Marktwirtschaft funktioniert anders als unsere im Westen. Durch die sehr hohen staatlichen Hilfen können chinesische Unternehmen in Innovation und Entwicklung investieren und gleichzeitig günstige Waren in Massen auf den Weltmarkt spülen. Ein chinesisches Unternehmen, das Förderung durch den Staat erhält, konnte bisher faktisch nur pleite gehen, wenn die Förderung wegfällt. Die Rede ist hier übrigens von etwa 150.000 Staatsunternehmen. Ob Unternehmen Gewinne generieren, ist bei der chinesischen Strategie in erster Linie nicht so wichtig. Und hier agiert China im Grunde wie die Handelsplattform Amazon. Denn der Konzern Amazon macht fast 80% seiner Gewinne durch seinen Cloud-Service AWS. Bei Amazons Online-Handelsplattform sind die Gewinnmargen allerdings sehr gering. Verluste wurden in den vergangenen Jahren schulterzuckend von Jeff Bezos in Kauf genommen. Denn in beiden Fällen geht es um Marktanteile und Marktmacht. Der Weltmarkt soll so lange mit günstigen Produkten chinesischer Unternehmen bombardiert werden, bis die Konkurrenz sich aus dem Markt zurückzieht. Denn westliche Unternehmen bekommen keine vergleichbaren Staatshilfen und sind auf ihre Unternehmensgewinne angewiesen. So hat Made in China 2009 den Weltmarkt komplett erobert und Deutschland vom ersten Platz als größtes Exportland der Welt abgelöst. Doch wieso hat China ausgerechnet jetzt einen so großen Exportüberschuss? Chinas Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft hat nicht nur den Wohlstand auf der ganzen Welt erhöht, sondern auch den der chinesischen Bevölkerung. Ein Unternehmen, das eine Chance gesehen hat, am chinesischen Aufstieg mitzuverdienen, ist der weltweit agierende Immobilienkonzern Evergrande. Viele Chinesen investierten seit Beginn des chinesischen Immobilienbooms der 2000er Jahre ihren neuen Wohlstand in Eigentumswohnungen. Und obwohl die Auftragsbücher des Konzerns voll waren, musste Evergrande im Jahr 2021 Insolvenz anmelden. Was ist passiert? Der chinesische Immobiliensektor hat lange Zeit wie ein Schneeballsystem funktioniert. Immer weiter steigende Immobilienpreise verführten die chinesische Bevölkerung dazu, in den Immobilienmarkt zu investieren. Außerdem profitierte auch Evergrande von unglaublich hohen Subventionen in Form von Staatskrediten. Gleichzeitig verschuldete sich das Unternehmen aber auch bei großen Investoren, Unternehmen, Kleinanlegern und Privatleuten. Als wir die Wohnung gekauft haben, dachten wir, Evergrande hat so viel im ganzen Land gebaut. Aber jetzt sind wir in Sorge um unser hart verdientes Geld. Nach fast 25 Jahren Immobilienboom ist die Blase nun geplatzt. Und das aus zwei Gründen. Einerseits hat die chinesische Regierung 2019 Abstand von Investitionen in die Immobilienbranche genommen und die Investitionskapazitäten mit der Solarindustrie getauscht. Von ehemals 800 Milliarden US-Dollar staatlichen Subventionen sank der Kreditrahmen für die Immobilienbranche auf nur noch 75 Milliarden US-Dollar. Die Solarindustrie erhielt im Gegenzug bis zu 670 Milliarden US-Dollar von bisher nur 83 Milliarden US-Dollar. Der zweite Grund war die Sättigung des Immobilienmarktes. Denn es gab mittlerweile mehr Wohnungen als chinesische Bürger. Die Immobilienpreise sanken deshalb, da das Angebot an Wohnungen die Nachfrage überstiegen hat. Evergrande war zudem immer auf neue Bauaufträge angewiesen, um die laufenden Kosten zu decken und Kredite zurückzuzahlen. Wie gesagt, ein Schneeballsystem. Im Jahr 2021 fiel das Kartenhaus dann in sich zusammen. Aber nicht nur für Evergrande, sondern für die gesamte Immobilienbranche in China. Weil der Immobiliensektor etwa 20% der chinesischen Volkswirtschaft ausmacht, ist die Abhängigkeit von dieser Branche gewaltig und hat Auswirkungen auf die gesamte chinesische Wirtschaft. Die Unsicherheit durch die Immobilienkrise führt aktuell zu großer Zurückhaltung beim Konsum in China. Und das wird jetzt für den Rest der Welt zum Problem. Denn Produkte, die in China nicht verkauft werden können, überschwemmen die Weltmärkte und unter anderem auch den europäischen Binnenmarkt. Und im Fokus stehen seit einigen Monaten chinesische Elektroautos. Die Dominanz der deutschen Automobilindustrie war jahrzehntelang legendär. Autobauer wie VW haben mit breiter Brust ihre Produktion im Ausland und auch in China ausgebaut.
ausgebaut. Und VW hat es mit seinen Verbrennermotoren sogar geschafft, Marktführer in China zu werden. Der chinesische Markt ist mittlerweile so wichtig für VW, dass der Konzern die Hälfte seines Umsatzes in China erwirtschaftet. Doch die Pläne der deutschen Autobauer auf dem chinesischen Markt gehen nicht mehr auf. Denn Elektroautos sind in China der neue Standard und an VW ging dieser Trend komplett vorbei. Kein Chinese würde heute ein Elektroauto von VW kaufen, da ist BYD einfach zu weit vorn, sagt Wenpu Li, Ingenieur für VW in China. Für deutsche Autobauer ist das ein riesiges Problem, denn diese haben die E-Mobilität über 10 Jahre lang mit Ansage verschlafen. Wenpu Li geht sogar so weit, dass chinesische Autobauer wie BYD den Deutschen auf Jahre im Know-how voraus sind. Somit sind BYD als größter chinesischer Autohersteller und US-Hersteller Tesla die neuen Weltmarktführer für moderne Automobile. Und für die deutsche Automobilindustrie setzt sich das Problem auf dem heimischen Markt fort. Europäische Elektroautos haben im direkten Vergleich kaum eine Chance, mit chinesischen Anbietern wie BYD mitzuhalten. Das größte Problem ist hier der Preis. Denn chinesische Elektroautos sind nicht nur durch den Innovationsvorsprung technisch hochwertiger, sondern auch günstiger. Europäische Elektroautos sind in den meisten Fällen sogar doppelt so teuer wie die Konkurrenz aus China. Chinas Ansatz für eine Marktwirtschaft, die auf großen Subventionen fußt, setzt die Europäische Union und die Weltmärkte stark unter Druck. Aber es bleibt nicht bei der Automobilindustrie. Denn Chinas Solarindustrie, die seit 2019 enorm gefördert wird, hat große Überkapazitäten aufgebaut, die nun auch die Weltmärkte erreichen. Chinas Produktionskapazitäten reichen aus, um die ganze Welt 2,5 Mal mit Solarpanelen zu beliefern, sagt der ehemalige Präsident der EU-Handelskammer in Peking, Jörg Wuttke. Seit Oktober 2023 prüft die Europäische Kommission die Möglichkeit, rückwirkend Einfuhrzölle für chinesische Elektroautos zu erheben. Aktuell liegen die Einfuhrzölle übrigens bei 10%. Die 2 größten Volkswirtschaften der EU, Deutschland und Frankreich, stimmten dieser Maßnahme bereits zu. Der Deutsche Branchenverband warnte dagegen davor, dass China ebenfalls Importe aus der EU als Strafe mit Zöllen belegen könnte. Denn wir erinnern uns, VWs Umsatz wird zur Hälfte in China erwirtschaftet. Auflagen für deutsche Autobauer in China könnten sich demnach fatal auswirken. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Auch für China ist es momentan wichtig, die Überkapazität auf dem Weltmarkt in den USA und in der EU zu verkaufen. Die Frage wäre hier, wer in größerem Maße abhängig von der Handelsbeziehung ist. Die Karten sehen aktuell zumindest für China etwas besser aus. Aber auch für China wird die Überproduktion langsam zum Problem. Denn Chinas Subventionen sind kein Fass ohne Boden, was der Fall Evergrande und die chinesische Immobilienkrise sehr gut zeigen. Trotzdem muss das größte chinesische Solarunternehmen, LONGi Green Technology, etwa 5% seiner Belegschaft entlassen, was einem Stellenabbau von 4.000 Arbeitsplätzen entspricht. Zwar können die jetzigen Überkapazitäten ins Ausland exportiert werden, aber die Gefahr ist groß, dass eine Immobilienkrise, eine Krise in der Solarindustrie, folgen könnte. Außerdem muss China mit weiteren Exportbeschränkungen in den USA und in der EU rechnen. Die Einfuhrbeschränkungen von China in die EU sind schon jetzt so streng, dass chinesische Solarunternehmen in die USA expandieren, um Europa von dort aus innerhalb der Freihandelszone zwischen den USA und der EU ohne größere Auflagen zu beliefern. Ein weiterer Grund für die Expansion in die USA ist neben dem gesättigten Markt in China auch der US Inflation Reduction Act, welcher hohe Subventionen für die in den USA ansässigen Unternehmen ausgibt. Unternehmen wie LONGi tauschen damit chinesische Subventionen gegen US-Subventionen und erschließen gleichzeitig neue Märkte. Leider ziemlich clever. In Ohio soll so eine Produktionsanlage entstehen, die bis zu 1000 Solarmodule pro Stunde herstellen könnte. Auch wenn Chinas Subventionspolitik mit vielen hohen Krediten sehr fragwürdig ist, muss festgehalten werden, dass auf diese Weise die Weltmarktführerschaft in verschiedenen Bereichen gelingen kann. Gerade bei den von China ernannten Wachstumsbranchen der erneuerbaren Energien, Batterietechnik und der E-Mobilität müssen sich Konkurrenten auf der ganzen Welt die Frage stellen, wie sie mithalten wollen. Die Preise für Solarpaneele sind 2023 beispielsweise um 50% gesunken. Chinesische Unternehmen nutzen ihre Subventionen und unterbieten ihre Marktkonkurrenten. Wenn die Konkurrenz preislich und technologisch in Zukunft nicht mithalten kann, hätte China hier die absolute Marktmacht und das Monopol. Das Ziel wäre erreicht und chinesische Unternehmen könnten beginnen, höhere Preise zu verlangen und schlussendlich Gewinne einzufahren, nachdem die Konkurrenz vom Markt verdrängt wurde. Aktuell sind Solarmodule aus China etwa 20-30% günstiger als Module europäischer und deutscher Hersteller. Fragt man Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, merkt man, dass er nicht im Ansatz die Tragweite des Problems begriffen hat. Stichwort Windräder, Photovoltaik, all das ganze Thema. Wir sind unvorstellbar abhängig von
von China. Diese Abhängigkeit ist ein Problem und sie muss geringer werden. Aber das kann man nicht machen, indem man sich nur abkoppelt, sondern man muss dann eben neue Märkte erschließen. Und das ist ein Grund, warum die FDP mal für Freihandelsabkommen kämpft. Christian Dürr schlägt im Grunde vor, Chinas Marktmacht durch mehr Freihandelsabkommen zu lösen. Das Problem wird hier aber nicht im entferntesten verstanden, denn Chinas Solarpaneele sind so günstig, dass kaum ein Konkurrent mithalten kann. Inzwischen hat China sowohl bei Solarmodulen als auch einzelnen Komponenten einen Marktanteil von 80%, sagt Andreas Fischer, Klimaexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und sobald die chinesische Solarindustrie auch in den USA ins Rollen kommt, dürfte es für die Solarindustrien anderer Länder nicht einfacher werden, mitzuhalten. Wie sich die von China genannten Zukunftsbranchen in den nächsten Jahren weiterentwickeln, steht natürlich noch nicht fest. Allerdings muss sich die EU unbedingt einen Plan überlegen, wie sie gegen China und die USA nicht komplett untergehen will. Auch das Wachstumschancengesetz, das der Deutsche Bundestag vergangenen Freitag beschlossen hat, wird vermutlich kaum Wirkung zeigen können. Hier handelt es sich um eine wirtschaftspolitische Maßnahme, die durch Steuerentlastungen und Bürokratieabbau im Wert von etwa 3,2 Milliarden Euro unsere Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Aber es müssen noch mehr Maßnahmen folgen, denn das deutsche Wirtschaftswachstum wird 2024 laut einer Prognose der Bundesregierung voraussichtlich nur 0,2% betragen. China und die USA fahren großzügige Subventionsprogramme, auf die die EU und große Industriestaaten wie Deutschland und Frankreich bisher keine Antwort gefunden haben. Gleichzeitig kann China seine starke Subventionspolitik nicht endlos weiterführen, wie man am Beispiel der chinesischen Solarindustrie und der Immobilienkrise im eigenen Land sehen kann. Aber wie ist euer Blick auf den Welthandel? Hat die Europäische Union eine Chance, auf dem Weltmarkt zu bestehen? Oder werden die USA und China zum unschlagbaren Riesen? Schreibt mir eure Sicht jetzt in die Kommentare. Meine Recherchen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, ob ein Austritt Deutschlands aus der EU eine gute Idee wäre, wird euch dieses Video hier sehr gefallen.